Pommern-Kaserne war eine Kaserne des Heeres der Bundeswehr im Westen der Gemarkung der Stadt Wolfhagen im nordhessischen Landkreis Kassel, in der von 1960 bis 2008 Teile der Panzergrenadierbrigade 5 und später der Panzerbrigade 6 stationiert waren. Und mit diesen ersten Eindrücken heiße ich euch eben an jener genannten Kaserne herzlichst willkommen. Der Dexter ist natürlich auch wieder dabei. Und wer sich jetzt wundert, wo ich hier stehe, normalerweise würde ich so eine Moderation, so eine Anmoderation direkt vorne an der Wache machen. Wir haben allerdings hier in Wolfhagen ja die Besonderheit, vielleicht nicht unbedingt, es gab natürlich auch andere Standorte, die, bevor sie von der Bundeswehr genutzt wurden, auch schon durch die ehemalige Wehrmacht und teilweise auch bis ins Kaiserreich und noch davor genutzt wurden. Hier allerdings ist mir auf jeden Fall ungefähr die Geschichte bekannt. Hier war eine Luftwaffenhauptmunitionsanstalt vorher angesiedelt. Die meisten der Gebäude sind abgerissen worden, aber ich bin hier gestern einmal grob über den Platz gelaufen und jetzt gerade auch nochmal. Ich muss sagen, hier ist doch dafür, dass hier die meisten Gebäude abgerissen sind, ist hier doch noch eine beträchtliche Menge an Struktur der ehemaligen, ich nenne das jetzt MUNA, ich will ja nicht immer die Luftwaffenhauptmunitionsanstalt komplett aussprechen, der ehemaligen MUNA zu erkennen. Und deshalb fangen wir in diesem Bereich an. Die Wache liegt da vorne rechts den Weg hoch. Die Hauptzufahrt der ganzen Anlage wäre dann halt hier links. Ich fange deshalb hier an, weil es eben vor der Wache liegt und weil wir hier letzten Endes auch geschichtlich an der richtigen Adresse sind. Denn hier sind eben Teile der ehemaligen MUNA noch zu erkennen. Wir gehen da jetzt mal hoch und dann zeige ich euch mal die Eindrücke, die man hier zu bestaunen hat. Wir haben jetzt den Weg hinter uns gebracht. Und hier vorne öffnet sich die Straße, beziehungsweise wir kommen jetzt zunächst einmal auf eine T-Kreuzung. Und wenn wir dann hier in den rechten Bereich schauen, da sehen wir schon ganz markante bauliche Struktur. Und jeder, der so ein bisschen so Gebäude lesen kann, der weiß, das hier ist nicht aus der Bundeswehrzeit. Das hier sind die ehemaligen Gebäude der MUNA. Was genau in diesem Bereich, den wir vor uns sehen, untergebracht war, das kann ich euch nicht sagen. Da hat jetzt die Vorfeldrecherche, das war zu knapp. Vielleicht weiß das jemand. Das ist hier sowieso ein Mitmachvideo. Denn die gesamte Geschichte hier von Wolfhagen und wer wo, wann, wie stationiert war, in welchem Block sich wer befand, das ist natürlich eine Mammutaufgabe. Wenn du das im Vorfeld noch alles irgendwie erklären möchtest, beziehungsweise dir selber erklären möchtest, da wirst du lange für brauchen. Und so lange Zeit habe ich für die meisten dieser Videos einfach nicht. Vor allen Dingen, wenn das etwas weiter weg ist und man dann nicht öfter hinfahren kann. So, das mal eben so als kleine Vorinformation für alle diejenigen, die den Kanal hier noch nie gesehen haben. Ja, was wir hier sehen, klar, man sieht halt hier auch schon Spuren der Nachnutzung. Wir sehen hier diese typischen Türen, die dann so in den 50er, 60er Jahren überall eingebaut wurden. Hat man in manchen Behörden auch noch, in Schulen findet man das. Auch dieses Vordach, was hier konstruiert wurde, das ist natürlich nicht mehr aus der ehemaligen Zeit der MUNA. So, Dexter, komm hier. Dann gehen wir hier mal weiter auf den Platz drauf. Als ich hier vorhin das erste Mal hergelaufen bin, habe ich gedacht, mich trifft der Schlag. Was ist das hier? Also im Sinne von, es ist einfach frei begehbar. Ja, hier gibt es nichts. Hier gibt es kein Schild, kein Hinweis, gar nichts. Man kann sich hier einfach aufhalten. Das ist natürlich auch ein richtig tolles Zeitzeugnis hier. Zur Rechten ein weiteres Gebäude der ehemaligen MUNA. Und hier haben wir schon auch ein tolles Schild aus der Nachnutzungszeit der Bundeswehr. Denn hier war die Zahnarztgruppe untergebracht. Inwiefern jetzt zum Beispiel diese Tür dort noch original aus dem Bestand ist, das kann ich nicht sagen. Die Fenster links und rechts, das sieht man, sind offensichtlich neueren Datums, da sie immer eben auch aus Plastik sind. Davon abgesehen sieht man da noch die Einbauspuren. Das Fenster über der Tür, das wird wahrscheinlich auch noch eben aus der Zeit sein.
Genauso wie die Fenster darüber. Das sind alles alte Holzfenster. Ich kann mir vorstellen, dass die einfach so weiter genutzt wurden, dass da einfach nicht saniert wurde. Gut, wir gehen mal hier weiter wieder auf die Straße drauf. Man könnte jetzt so eine One-Take-Geschichte schon bald draus machen. So spannend ist das eigentlich hier. Was wir hier sehen können, hinten direkt vor dem Gebäude, da sieht man schon so ein Tor. Eventuell, vielleicht auf der Kamera nicht, aber ich sehe es. Wir haben hier selbiges Tor auch nochmal. Das wird sicherlich auch aus der Nachnutzungszeit der Bundeswehr sein. Das bedeutet, dieses Areal, was wir hier vorne sehen, war dann nochmal intern abgezäunt mit Toren eben entsprechend zu verschließen. Zäune selber sehe ich hier jetzt nicht mehr. Wenn man so ein Tor baut, muss eigentlich auch da noch ein Zaun dran lang geführt worden sein. Es sei denn, man hat gesagt, okay, es reicht uns vollkommen aus, das als Kfz-Sperre quasi zu nehmen, dass man zu Fuß da schon hergehen kann. So, das ist jetzt allerdings alles ein bisschen klein. Da möchte ich mich jetzt nicht drin verrennen. Das Gelände hier allgemein ist so riesengroß. Wenn ich das jetzt alles so filme, dann bin ich hier in 2 Tagen noch nicht fertig. Und das ist schon, also ist enorm. Es ist enorm. Hier haben wir dann auch ein richtig tolles Schild auch noch aus der Zeit. Zahnarztgruppe 419-1. Und die haben hier auch so ein nettes Türmchen an der Seite dran. Und oben, da ist eine Wetterfahne und da ist eine ganz nette Abbildung drin. Das seht ihr auf der Kamera jetzt nicht. Ich mache euch da aber Foto von und blende das ein. Ich hoffe, die Qualität reicht. Meine Handykamera ist jetzt auch nicht die allergeilste. So, wir gehen hier nochmal weiter auf die Stirnseite dieses Gebäudes, Gebäude Nummer 54. Ja, das stellt sich dann halt wie folgt dar. Da oben kann mal irgendwas angebracht gewesen sein, vielleicht ein Vordach, vielleicht auch irgendein Hinweisschild. Das ist natürlich für mich jetzt auch nicht mehr zu rekonstruieren. Hier haben wir noch was in der Wand, da haben wir auch noch irgendwie so einen Auslass. Also, wie gesagt, Mitmachvideo. Wer das hier weiß, bitte melden. Insgesamt habe ich den Eindruck, dass wir es hier mit dem Sandbereich zu tun haben. Was ich jetzt gerade sehe, ist, wir sehen hier noch diese typischen alten Lampen. Genau geradeaus vor uns, die ist ein bisschen lediert. Dieser Bereich hier auch, der war mit Sicherheit mal gepflegt. Das war vielleicht so eine kleine Parkanlage oder man konnte sich auf jeden Fall irgendwie drin aufhalten. Gehe ich doch stark von aus. Denn wir haben hier auch noch eine Lampe. Vielleicht gab es hier auch so eine kleine, irgendwie noch Wege dadurch, so dass das eben beleuchtet werden musste. Weil eine Lampe mitten auf der Wiese macht eigentlich keinen Sinn. Hier nochmal das Gebäude. Hat Nummer 54 von der Frontseite. Oh, was uns hier auffällt. Auch noch neben dieser wunderschönen Steintreppe. Du bleibst. Haben wir dann hier nochmal die typischen San-Aufkleber der Bundeswehr. Dieses rote Kreuz, das hat man dann auf verschiedensten Teilen angebracht, die irgendwie zum Sandmaterial gehörten oder gekennzeichnet werden mussten. Hier, klasse Eindrücke. Die Nummer 53. Hier haben wir nämlich noch so ein Wappen angebracht. Und da war auch mal, ihr könnt das genau sehen, da war sogar mal was drüber. Also das heißt, dieses Wappen hier wurde mal mit irgendetwas anderem abgedeckt. Ich vermag euch natürlich jetzt nicht zu sagen, inwiefern dieses Wappen da noch etwas Historisches ist aus der Muna-Zeit. Der Eingang als solches sieht auch einfach toll aus. Und ja, hier hatte man eben auch so ein entsprechendes Schild angebracht. Die Fenster scheinen mir auch noch aus der Zeit zu sein. Das ist manchmal auch bei diesen Geländen etwas schwierig zu beurteilen. Ich schaue mal eben nach, was hier geht. Oh, hier geht sich einiges. So, komm mal her. Du kannst auch mal Treppen gehen, ausnahmsweise. Guckt euch das an hier. Ich mache mal eben die Taschenlampe dazu an. Hier haben wir also so eine Art UVD-Raum. Warten Sie. So, Taschenlampe ist am Start. Den Hund habe ich auch mal eben hier angebracht, angekettet. So, diese Türen hier, die sind meines Erachtens auch neueren Datums.
Gucken wir uns hier mal in dem Raum einmal, in dem Gebäude einmal um. Also toll ist schon mal hier diese Rundbogeneinfassung. Dann geht es hier mit einer total interessanten Treppe, geht es nochmal hier in den seitlichen Bereich. Wo geht es da hin? Oh, hier liegt noch ein taktisches Zeichen. Und hier liegt auch schon ein UVD-Raum. So eine Durchreiche. Da steht kein Name mehr, steht keine Bezeichnung mehr dran. Das kommt halt hier aus dem Fenster raus. Was haben wir hier noch drin? Vielleicht haben wir da noch irgendwas. Ne, das sind nur einfache Nummern drin. Da kann ich jetzt nichts draus ersehen. Ne, da steht nichts drauf. Gut, schmuckloses Ding hier. Wir gehen jetzt, weil wir gerade da sind, gehen wir einmal hier hoch. Ziemlich niedriger Deckensturz ist das hier auf jeden Fall. Das sind hier alles noch die alten Treppen. Das ist richtig, richtig klasse. Hier ist der Treppenaufgang, ja. Und dann haben wir hier diese Gebäudestruktur von innen. 25.05. und 2. Hessentag in Wolfhagen. Klasse. So, das sieht hier so aus. Wir werden hier wahrscheinlich noch gar keine weiteren Gebäude in irgendeiner Weise begehen. Betriebsraum Stof. Hier geht dann nochmal eine Treppe nach oben in das Dachgebälk. So, wir gehen da einmal hoch, weil ich weiß genau, wenn ich jetzt sage, da ist nichts, das ist uninteressant, dann kriege ich wieder was erzählt. Also, so sieht es hier oben aus. Nichts isoliert, einfach nur das Dach. Da steht noch eine alte Konservendose rum. Tja, vielleicht hat da noch jemand eine grobe Leberwurst verspeist, weiß es nicht. Hier ist noch ein recht altes Alaska-Ebersburger Wasser irgendwie. Ja, das kennt man auch hier, ne, von der Bundeswehr, dass wir hier noch so Bereiche eben entsprechend mit Maschendraht abgezäunt haben, dass Leute da ihre Sachen unterstellen konnten, dass sie nicht wegkamen. So, alte Zeitungsfetzen liegen hier rum. Hier ist so eine Gaube irgendwie. Ja, und dann sieht das hier so aus. Ne? Jetzt hier relativ schnell durch, weil ich nicht erwarte, dass hier irgendwas noch wirklich Sehenswertes ist. Aus jahrzehntelanger Nachnutzungszeit wirst du hier, abgeschlossen, wirst du hier so viele Zeitzeugnisse auch nicht mehr finden. Also zumindest nicht aus der Muna-Zeit. So, die Türschilder sind leider alle leer, da ist nichts mehr drauf. So einen Linoleumboden haben wir hier. Ja, die typische Ausstattung, Bundeswehr, Waschraum, auch alles ziemlich altbacken. Ne? Hier wurde auch nichts großartig mehr renoviert. Also diesen Bereich hat man sich da wohl dann ausgespart. Ich kann natürlich, Toilette Herren, ich kann natürlich auch gar nicht sagen, wie lange dieser Sandbereich hier überhaupt so war. Vielleicht hat man das auch mal alles in die Hauptkaserne verlegt oder das mal verkleinert. Ihr wisst ja, die Bundeswehr ist ja ständig, werden ja die Strukturen da geändert. Da ist ja nichts. Also einzig Beständige bei der Bundeswehr ist die Unbeständigkeit. Und deswegen vermag ich einfach nicht zu sagen, wie lange das hier, ob das auch bis 2008 genutzt wurde, ne, ob das vorher vielleicht auch schon dann nicht mehr existierte. So, wir gehen jetzt hier relativ flott durch, hatte ich ja gerade schon mal gesagt, mal einmal eben kurz gucken. So, der ist noch da, das ist immer wichtig, dass der nicht weg ist. Hier, Kellereingang, Schlüssel bei UVD Bettenstation wahrscheinlich. Aha, okay. Bei der UVD der Bettenstation gibt es den Schlüssel. Interessant, wir gehen einmal kurz runter. Ja. Hier gibt es auch noch einiges an Struktur. Hier waren auf jeden Fall Kabeldiebe aktiv. Hier ist nichts mehr. Das ist komplett leer gemacht worden, wie man sieht. Und ansonsten, Leute. Oh, das war hier mal ein Partyraum. Guck hier, da hat man noch so diese Bleiglasfenster eingesetzt. Hier das alles verkleidet. Das sind natürlich so die kleinen Nettigkeiten, die man dann noch so nebenher mal eben entdeckt. Hier haben wir dieses Fachwerk einfach mal nachgeahmt. Ja, das ist immer schön. Hier wurden bestimmt diverse Partys gefeiert.
Gute Sache. Das habe ich so auch noch nie gesehen, dass wir hier so einen Eingang haben, wo dann links und rechts schräg noch 2 Lagerräume sind. Klasse aus. Kfz-Büro, Stabsunteroffizier Wurst. Ja, schön. 007, 006. Und hier lagen die ABC-Filter. Stabsunteroffizier Wurst, ob der wirklich so hieß, ja wahrscheinlich schon. Solche Scherze macht man sich sonst eigentlich nicht. Guck mal hier, so, das sieht hier so aus. Wolf war hier, Tarnnetze, Ausstattung, Fernmeldesachen. Naja, vielleicht könnt ihr es auch selber sehen. Das ist hier mit dieser Lampe etwas unglücklich immer mit dem Film. Da ist MTW-Ausstattung. Guck mal an. Das ist natürlich auch schön. Das waren also wahrscheinlich die Sun-MTWs, die hier unten hatten. Beziehungsweise da war die Ausstattung. Hier ist der SE-Raum. Da haben wir nochmal. Oh, guck mal hier, wie geil. Wie geil ist das denn, bitteschön? Oh, das sind tolle Zeitzeugnisse. Das ist schön, dass ich das nochmal eben hier filmen kann. Kfz-Gruppe, 18.05.85. Klasse. Ich versuche das so auszuleuchten, dass man es auch einigermaßen sehen kann. Also entsprechend dürft ihr nicht in den Lichtkegel selber reingucken. Richtig cool. Da hängt noch ein altes Poster. Heute kann ich nicht auch noch filmen. Das nimmt wirklich einfach Überhand. Ne? Das ist schon verrückt. SE-Raum, Gerätetrupp oder was auch immer das bedeutet. Die 15, hier wurde mal mit roter Folie was abgeblendet. Hier auch ABC, Mattraum. Da noch ja, eben diese Gitterstruktur. Gurte für Fahrzeuge steht da. Hier ist ein richtig geiler Aschenbecher noch. Das heißt, das war noch die Zeit, wo man hier im Keller sich auch mal schön einen wegpüffeln konnte. Hervorragend. Damals war Rauchen ja auch noch gesund. Das ist heute nicht mehr gesund. Hier ebenfalls nochmal eine Waschgelegenheit, auch zur Reinigung von Textilien oder ja eigentlich glaube ich primär Textilien war das. Da ist noch ein Urinal angebracht. Ja. Gut, ich stelle das jetzt mal eben aus und nehme gleich wieder dazu. Ich habe euch nur mal eben wieder dazu genommen. Ich wollte hier unten eigentlich gar nicht mehr großartig filmen. Das macht auf mich so den Eindruck, als wenn das hier noch die Originalausstattung ist, die man hier eben damals schon hatte. Ja, das ist auch egal. Ne? Das ist die Verteidigungsvorrat oder V-Vorrat, weiß ich nicht, Verteidigungsfall oder keine Ahnung. ABC, Schutzausstattung, war hier drin. Uninteressant, was das jetzt genau hieß, für mich auf jeden Fall. Aber guckt euch das an, hier sind noch so Steigbügel dran. Und da konnte man hier dann entsprechend raus. Also das war vielleicht auch so als kleiner Luftschutzkeller gedacht. Und dann war da entsprechend dort so ein Notausstieg. Das habe ich hier sonst nämlich nirgendwo weiter gesehen in diesem Gebäude. Also ein Bunker, wie man den eben aus Bundeswehrzeiten kennt, BW 25 Schutzbau oder BW 50. Sowas hatte man natürlich früher noch nicht gebaut. Und da war dann wahrscheinlich einfach nur dieser eine Raum dafür vorgesehen. Ja, ich gucke noch mal eben kurz. Immer noch da, das ist sehr gut. Oh, Leute, ich vertue hier eine Zeit mit diesem Gebäude. Es ist Wahnsinn. Richtig toll, diese Türeinrahmungen hier, diese Türeinfassungen. Hier war auch noch mal irgendwie eine Durchreiche. Ja, doch, komm. Mal ein bisschen Gas geben hier. Ein bisschen Gas geben, dass wir hier durchkommen. Weil das ist hier nicht der Hauptbestandteil des Videos. Da könnte ich hier schon bald 3 oder 4 Videos draus machen, wenn man das so will. Hier nochmal so ein Sandbereich. Ja, da hinten geht es wieder raus. So. Einmal kurz durch. Also als Resümee hier so aus diesem Bereich. Wir haben hier einen schönen Mix aus ehemals Wehrmachtsbestand und dann später nachgenutzt von der Bundeswehr. Aber man sieht auch ganz klar, irgendwann wurde hier eben nicht mehr saniert. Das Ganze ist dann einfach so geblieben, wie es ist. Da wird dann kein Geld mehr in die Hand genommen. Ich schalte das jetzt mal eben aus und wir sehen uns draußen wieder. Ja, Leute, das frisst natürlich immer richtig Zeit, wenn du durch so ein Gebäude durchgehst.
Hier nochmal eben die 54. Das finde ich auch noch ganz schick gemacht. Diesen Erker, den man da angesetzt hat, ist halt auch ein interessantes Stilelement, was man so dann heute natürlich auch einfach nicht mehr baut. Gut, wir gehen hier an dem Gebäude einmal entlang. Da waren wir ja gerade drin. Boah, ja, ich hoffe, das war jetzt nicht zu langatmig da drin. Oder ja, vielleicht war es dem einen oder anderen, war es vielleicht dann auch wieder zu schnell sogar. Ich weiß es nicht, aber wir müssen das Video dann einigermaßen im Rahmen halten hier. Hier ist auf jeden Fall das Ende des Geländes. Da unten seht ihr die Hauptzufahrt. Von der Straße aus geht es ab, dann rechts hoch und dann kommt man da entsprechend zum Haupttor. Ja, da werden wir gleich auch noch sein, aber es wird noch ein bisschen dauern. Jetzt gehen wir hier noch mal eben rum. Das hier ist auch total interessant. Es ist ein schönes Gebäude hier mit dem großen Flügeltoren. Dann haben wir die Gebäudenummer 52. Hier ist der Zaun oder beziehungsweise das Tor, von dem ich vorhin schon sprach. Und das hier ist halt auch toll eingefasst, ne? Mit diesem Naturstein da oben in diesem, ich weiß nicht, wie das heißt. Es gibt eine Bezeichnung dafür mit Sicherheit. Da könnte jetzt auch noch so ein Wappen oder sowas drin sein. Ist es nicht. Und guckt mal an hier. Das ist hier ein ehemaliges Wachgebäude. Das täte ich doch jetzt ganz stark sagen. So sieht das hier drinnen aus. Wir kommen nicht rein, muss auch nicht. Das muss hier eine alte Wache sein, weil hier steht auch was. Gold, netto, ja. Ob sich da Leute auch mal drin von den Soldaten verewigt haben, dass sie hier entsprechende Wache hatten. Ja, auch schwer zu sagen. Hier ist schon immer einiges reingeritzt. Vielleicht findet sich da der eine oder andere auch wieder. Obwohl, ja, so viel Militärisches sehe ich da jetzt eigentlich gar nicht. Ich glaube, das ist... Ja, egal. So, ob hier denn mal irgendwann mal eine Zufahrt war oder ob das... das könnte natürlich sein, dass wir hier unten, dass das hier die Wache war, um in den Bereich rein zu gelangen. Das könnte natürlich gut sein. Ja, das könnte ich mir so vorstellen. Weil ich sonst auch nicht weiß, wie das hier überhaupt überwacht war, weil das ja letzten Endes außerhalb der Kaserne lag. Vielleicht war das so. Gut, das Gebäude da oben habe ich euch schon von der anderen Seite gefilmt, als wir hier runtergegangen sind. Und um jetzt ein bisschen Zeit zu sparen. Wir haben jetzt hier jedes Gebäude gezeigt. Ich habe das so gut erläutert, wie ich es irgendwie kann. Und wir verlegen jetzt, und zwar geradeaus, da geht es dann weiter mit den nächsten Strukturen. Nochmal eben einmal das Portal hier von der 51 abgefilmt. Das hatten wir nämlich noch nicht. Ja. Ja, diese Schuppenstruktur, die ist mir jetzt auch noch aufgefallen. Die ist halt hinter dem Gebäude der 51, die ich gerade abgefilmt habe. An der Seite so Eternitplatten angebracht. Das ist halt auch alles aus der Bundeswehr-Nachnutzungszeit. Fiel mir gerade ins Auge und dann, ja, ich kann sowas immer schlecht liegen lassen. Ne? Da muss ich noch mal eben einmal wenigstens was zu sagen. Ausfahrt freihalten steht da vorne dran an dem Gebäude. Ja, also das hier wird, wie gesagt, der ehemalige Sanitätsbereich gewesen sein. Aus dem Bereich kommen wir rechts runter, da steht das Kfz, und wenn wir hier weitergehen, kommen wir hier nochmal in einen anderen Bereich. Ich mache das jetzt alles vorweg, bevor wir zur Wache kommen, weil das hier einfach zu interessant ist und ich auch nachher von dem Hauptteil nicht wieder vernünftig hier rüber komme. Und da ständig zu wechseln wäre auch blöd. Also steht das hier auch so ein bisschen jetzt darunter, dass man die Sachen der ehemaligen Muna sich hier auch noch angucken kann. Das sind nämlich auch noch Gebäude aus der Zeit. Das ist also alles auch von dieser Sanitätsgruppe, die hier irgendwie war. Das muss ich noch mal schauen, in welchem Maße die hier angesiedelt waren. Das scheint aber gar nicht klein gewesen zu sein. Die haben hier diverse Lagerschuppen da übernommen. Jetzt haben wir hier drin, ihr könnt es unschwer erkennen, ich lese es gar nicht erst vor. Da kommen wir jetzt auch nicht auf das Gelände drauf. Nur, dass ihr es gesehen habt, hier befinden sich ebenfalls noch
Schuppen aus Muna-Zeiten. So, dann gehen wir hier weiter den Weg nach links hoch und dann schalte ich euch gleich wieder dazu. Das hat jetzt nicht lange gedauert. Da vorne kamen wir her und hier direkt öffnet sich schon die nächste Struktur. Also irgendein Lagerhaus wird das sein. Ich versuche das Ganze noch mal ein bisschen besser zu erklären. Da werde ich dann den Manfred von relikte.com noch mal zu Rate ziehen. An dieser Stelle schon mal vorab vielen Dank, Manfred. Auf dieses Gelände weiß ich nicht, ob wir da drauf kommen. Eventuell von der Kasernenseite aus, aber von hier scheint es nicht möglich zu sein. Ob die Fenster hier noch, diese Fenstereinfassungen, diese Fensterläden, ob die noch original sind, kann ich euch jetzt auch nicht sagen. Das macht mir aber alles schon den Eindruck. Ich sehe auf jeden Fall keine Spuren, dass sie nachträglich eingebaut worden wären. Auf der rechten Seite verläuft hier schon so eine Mauer. Also das ist hier so rein optisch, architektonisch wirklich nett gestaltet. Das kann man nicht anders sagen. Wenn man hier so rumläuft, gerade auch mit diesen herbstlichen Eindrücken, das ist schon klasse, was sich hier so noch eröffnet. Ja, wir gehen geradeaus weiter und dann filme ich wieder. Da kommst du hier um die Ecke rum und dann siehst du das vor dir. Hier links ebenfalls dieses gemauerte. Das heißt, man hat hier so ja, einen richtigen Hohlweg geschaffen. Wahrscheinlich hat das alles auch damit zu tun, dass hier doch in nächster Nähe Munition gelagert war. Und um das Ganze so ein bisschen bomben- und splittersicherer zu gestalten, wäre jetzt meine Annahme, warum das hier so aussieht. Auf jeden Fall haben wir hier eben diese Mauerstruktur. Man könnte auf der anderen Seite jetzt auch lang gehen. Man kommt da vorne dann wieder raus. Ich werde da auf dem Rückweg mal eben durchgehen und schauen, inwiefern wir da noch Erhellendes finden. Das nächste Erhellende, was wir hier sehen, ist nicht die Rückansicht von dem Dexter, sondern das sind diese ebenfalls Lagerhäuser, Lagerschuppen. Die habe ich auch in so einer Bauweise noch nicht gesehen. Liegt aber auch daran, erstens, es gibt nicht mehr so viele Sachen aus dem Dritten Reich, die, ich sag mal, ich gehe davon aus, so gut erhalten sind. Und deswegen bin ich über sowas auch in meinen Videos bisher noch nicht gestolpert. In Nachnutzung durch die Bundeswehr offensichtlich auch, ne, ist alles relativ gepflegt. Da sind diese Rotkreuz-Embleme auf jeden Fall dran. Das ist schon ein sehr interessantes Gebäude auch. Was hier noch ist, wir haben hier rechts noch so einen Treppenaufgang. Der ist aus so Bahnschwellen gelegt. Ja, kann ich mir natürlich jetzt auch keinen Reim drauf machen, was das hier soll. Wir gehen hier einmal ganz kurz hoch, um nur mal eben so grob zu gucken, ob da was offensichtlich ins Auge fällt. Tut es nicht. Ja, war halt hier, wenn das einer weiß. Komm mal her, wenn das einer weiß, was das hier mal war, wer es angelegt hat, schreibt es mir in die Kommentare rein. Und natürlich überhaupt zu allem, was wir hier sehen, wenn ihr da was zu sagen könnt, immer los. Ja, ich filme das jetzt noch mal eben einmal in Gänze ab, dieses Gebäude, dass man da auch wirklich einen vernünftigen Eindruck von hat. So ist es. Da im Hintergrund im Wald, da seht ihr dann schon wieder Teile der Pommern-Kaserne, des Neubaus. Da müssen wir mal gucken, ob wir da hinkommen, was wir da machen können. Steht auf einem anderen Blatt Papier. Wir gehen jetzt hier noch weiter runter und hier haben wir nochmal so eine Struktur oder eine ähnliche wie da gerade, nur dass wir hier den Unterschied haben, dass das Ganze ebenerdig ist und nicht an der Rampe steht, und auch ist das hier flacher, dieses Gebäude. Das andere ist ja deutlich höher, aber vielleicht liegt es auch nur daran, dass es eben auf der Rampe steht. Gut, das
Habe ich mir jetzt auch nicht auf die Schnelle merken können. Auch hier diese ganzen Fenster, die Türen, das sieht mir alles so aus, als wenn das wirklich original ist aus dieser Zeit. Hier vorne steht ein Schild dran. Das kann ich euch sagen, das ist das THW, die nutzen das irgendwie hier, Ortsgruppe Wolfhagen. Die haben da wohl was untergebracht. Ja, das, wenn man natürlich jetzt einfach mehr Zeit im Vorfeld hätte, hätte man mal anfragen können beim THW, ob man vielleicht mal da mal einmal einen Blick reinwerfen darf, ob man da mal drin filmen darf, ob man dann die Struktur von innen mal betrachten kann. Ist natürlich jetzt alles nicht möglich. Hier vorne hört dann erstmal dieser Bereich auf. Wir haben dann hier nochmal ein Tor, was dann letzten Endes auf das Gelände der ehemaligen Pommern-Kaserne führt. Hier können wir auch nicht weitergehen. Ich filme das nur einmal, ich filme einmal so drauf und dann sehen wir uns in der nächsten Einstellung wieder. Was man hier im Hintergrund allerdings, kann ich schon mal ansprechen, was man hier sehen kann, ist, aber wir können hier wohl weitergehen. Ja, aber ich will jetzt hier nicht weitergehen. Offensichtlich kann man hier weitergehen. Nächster, komm mal hier hin. Jetzt komm mal hier hin. Den Bereich machen wir gleich. Im Hintergrund allerdings auch schon noch ein Moon-Lagerhaus aus Wehrmachtszeiten. Aber das wäre jetzt hier zu durcheinander, wenn wir da weitergehen. Also wir gehen jetzt erstmal den Weg jetzt zurück und ich schaue euch gleich wieder dazu. Ja, ich hatte euch ja gesagt, wir gehen da noch mal einmal ganz kurz hier diesen Weg rein. Diesen Hohlweg, den man hier angelegt hat. Nur mal eben, um zu schauen, ob es hier noch was gibt, was Erhellendes. Oh ja, das ist auf jeden Fall nicht viel, aber wir haben hier noch ein weiteres Tor, was hier eingezogen wurde. Und wir haben hier, ja, wir können auch durchgehen, es ist alles wieder offen da, aber wie gesagt, das sprengt jetzt den Rahmen. Da könnte man noch wieder eine Treppe hochgehen, um da hinter das Gelände zu kommen. Ja, egal. Also, das hier wird jetzt erstmal nicht weiter gefilmt. Wir sehen uns vorne an der Wache. Ich melde mich da mal eben kurz aus dem Off zu der ganzen Geschichte. Ich habe euch hier noch eben diese Aufnahme von 1953 eingeblendet. Hatten wir vorhin auch schon. Gehen wir gleich noch mal eben drauf ein. Ist jetzt erstmal nur ein Platzhalter für mein Gesabbel. Ich habe insgesamt 1 Stunde 44 Filmmaterial von dieser ehemaligen Pommern-Kaserne, von der ehemaligen Muna zusammengesammelt. Das alles hintereinander zu schneiden in einem Video, das wäre doch ein bisschen sehr lang. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, das Ganze in 3 Teile aufzuteilen. Wir sind jetzt also am Ende des ersten Teils. Wir haben hier sehr viel Muna-Struktur gemacht. Wir waren eben so gesehen noch nicht auf dem neuen Teil oder der neu erschaffenen Pommern-Kaserne. Mich würde hier auch interessieren, inwiefern hatten Soldaten, die dort stationiert waren, überhaupt mit diesem Teil was zu tun? Wie oft war da wer? Wahrscheinlich doch eher dann die Leute von diesem, was war das, Sanitätsregiment, wie auch immer. Schreibt mir das gerne in die Kommentare rein. Auf dem Bild hier, was ich euch da noch zeigen kann, unseren Standort, den wir gerade noch hatten, das lässt sich auch alles auf dieser alten Aufnahme verifizieren. Da mache ich euch einen Pfeil hin. Dann haben wir dieses eine Lagerhaus, was ihr gerade schon im Hintergrund gesehen habt. Das sehen wir im zweiten Teil auf jeden Fall nochmal. Und wir sehen hier fast in der Bildmitte noch ein weiteres Lagerhaus. In dem Bereich kann ich nicht filmen, beziehungsweise da ist einfach Betreten verboten. Deshalb zeige ich euch dieses Lagerhaus schon mal außer Luft. Das gibt es auch heute noch. Das steht noch, nur damit ihr es schon mal gesehen habt, blende ich euch dann wahrscheinlich im zweiten Teil auch noch mal eben kurz ein. Und ja, damit beende ich den ersten Teil dieses Videos. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ich freue mich wie immer über ein Abo, über ein Like. Lasst einen zielführenden Kommentar da und ihr könnt meine Arbeit auch unterstützen, indem ihr zum Beispiel eine Kanalmitgliedschaft abschließt. Ich danke euch und bis die Tage. Ciao.